Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu dem Thema, wieso wird die Zeugenaussage von Wilhelm Keitel, dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, zum Polenkrieg verschwiegen. Warum komme ich immer wieder auf Polen zurück? Weil es wichtig ist. Der Kriegsbeginn wird ja bei uns so dargestellt, dass Hitlers Bestien ein unschuldiges Polen überfallen haben. Diese Geschichtsschreibung ist in jedem Geschichts- und Schulbuch international und national zu finden. Und ich habe einfach versucht, als investigativer Journalist der Vergangenheit herauszufinden, ob das so stimmt. Deshalb immer wieder das Thema Polen, weil das der Beginn von allem war. Okay, nun zum Thema. Auch der General der Infanterie und der spätere Feldmarschall Wilhelm Keitel, Chef des OKW, wurde in Nürnberg befragt, weswegen ich das meinen Zuschauern nicht vorenthalten möchte. Seine Version der Geschehnisse und Abläufe finden in der Regel nämlich keinen Einlass in die Geschichts-, geschweige denn in unsere Schulbücher. Keitel war kein Mitglied der NSDAP. Er konnte das auch nach dem Wehrgesetz nicht sein und nicht werden. Im Krieg wurde ihm das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz verliehen. Er hatte 3 Söhne, die während des Krieges alle 3 als Offiziere an der Front gestanden hatten. Der jüngste war 1941 in Russland gefallen, der zweite als Major in Russland verschollen und der älteste Sohn als Major in Kriegsgefangenschaft geraten. Zu Polen sagte Keitel, ich zitiere, also zu dem Argument, dass Hitler sich schon im Herbst 1938 mit einem Krieg gegen Polen beschäftigt hatte, sagte Keitel, ich zitiere, nein, das ist mir nicht gegenwärtig. Ich möchte glauben, dass es meiner Erinnerung nach nicht der Fall gewesen ist. Ich habe Hitler damals begleitet zu einer eingehenden Inspektionsreise der Ostbefestigungen. Wir sind die ganze Front von Pommern über den Oder-Wartebruch bis Breslau abgefahren, um die einzelnen Grenzbefestigungen gegen Polen anzusehen. Das war damals eine sehr intensive Erörterung der Befestigung in Ostpreußen. Wenn ich das heute nachträglich auf die Frage kombiniere, so kann ich mir nur vorstellen, dass das Überlegungen waren, die vielleicht mit Danzig oder mit der Korridorfrage bei ihm in Zusammenhang standen und wo er sich überzeugen wollte, ob die Ostbefestigungen hinreichende Abwehrkräfte hätten, wenn aus dieser weiteren Frage Danzig-Korridor eventuell ein Krieg mit Polen entstehen könnte. Zitat Ende. Sollte Danzig nur dann besetzt werden, wenn kein Krieg mit Polen daraus entstünde? Keitel antwortete, das ist richtig. Diese Äußerung ist mehrfach gefallen, dass diese Besetzung oder der Handstreich auf Danzig nur dann durchgeführt werden sollte, wenn bestimmt ein Krieg daraus nicht entstehen würde. Zitat Ende. Wann hatte sich diese Ansicht Hitlers gewandelt? Keitel, ich zitiere, ich glaube, dass die Ablehnung aller Erörterungen seitens Polens, diese Frage Danzig in irgendeiner Verhandlungsform zu lösen, offenbar der Anlass war zu weitergehenden Überlegungen und weitergehenden Schritten. Zitat Ende. Das Dokument C120 der Anklage in Nürnberg, die Weisung für den Fall Weiß vom 3. April 1939, ist für den Mainstream bis heute der Beweis für Hitlers Absicht, Polen zu überfallen. Keitel sagte dazu, ich zitiere, zunächst zu dem Dokument. In den ersten Sätzen ist ja schon ausgesprochen, dass es der Ersatz war für die alljährlich gegebenen einheitlichen Anweisungen der Wehrmacht für eventuelle Mobilmachungsvorbereitungen, also eine weitere Bearbeitung der Dinge, wie wir sie schon aus den Anweisungen vom Jahre 1937-38 kennen, die alljährlich neu ergingen. Zitat Ende. Wäre die deutsche Wehrmacht überhaupt auf einen Krieg vorbereitet gewesen? Keitel antwortete, ich zitiere, nach unseren Erkenntnissen waren unsere militärischen Mittel, die wir damals besaßen, das heißt die Divisionen, ihre Ausrüstung, ihre Bewaffnung und Munitionsausstattung, außerordentlich dürftig, sodass wir an sich nicht bereit waren, einen Krieg zu führen. Zitat Ende. War er in dieser Zeit der Meinung, dass es wirklich zu einem Krieg kommen würde? Keitel antwortete,
Ich zitiere: Nein, ich glaubte damals, dass es nicht zu einem Krieg kommen würde, sondern sich voraussichtlich unter den militärischen Mitteln, die dafür aufgeboten werden würden, sich der Fall der Verhandlungen wiederholen und damit eine Lösung finden würde. Unsere militärische Betrachtung stellte immer einen Gesichtspunkt rein militärisch in den Vordergrund. Wir Generale glaubten, dass Frankreich, weniger England, unbedingt im Hinblick auf seinen Beistandspakt mit Polen eingreifen würde und dass dafür überhaupt militärische Abwehrmittel nicht vorhanden waren. Und gerade dieser Grund hat mich immer persönlich überzeugt, es wird nicht zu einem Krieg kommen, denn einen Krieg gegen Polen können wir nicht führen, wenn die Franzosen uns im Westen angreifen. Zitat Ende. Wie beurteilte Keitel dann die Dinge nach der Ansprache vom 22. August 1939, Keitel? Diese Ansprache hatte Ende August auf dem Obersalzberg vor versammelten Generälen der im Osten in Vorbereitung befindlichen Truppen Oberbefehlshabern stattgefunden. Und nachdem Hitler gegen Ende dieser Ansprache erklärte, dass mit der Sowjetunion ein Pakt abgeschlossen sei, war ich überzeugt, dass es nun bestimmt nicht zum Krieg kommen würde, denn ich glaubte, dass unter diesen Voraussetzungen eine Verhandlungsbasis gefunden sei, dass Polen sich nicht dem aussetzen würde. Und ich glaubte auch, dass nunmehr die Basis für Verhandlungen gefunden worden sei. Zitat Ende. Soweit also die Aussagen von einem wichtigen Zeitzeugen, immerhin dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, die bis heute in der Mainstream- und Lückenhistorie meistens kein Gehör findet und wenn, deren Sicht der Dinge schlichtweg übergangen, gekürzt oder manipuliert werden. Die ganze Wahrheit mit den Dokumenten, mit Quellenangaben, lest ihr in meiner Reihe Adolf Hitler eine Korrektur. Die Vorbereitung des Krieges, die Vorgeschichte des Krieges und der Beginn des Krieges durch den Polenfeldzug in Band 3 und Band 4 meiner Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur. Nein, nein, es geht nicht um Verherrlichung. Es geht darum, die Geschichte zu objektivieren. Ich war früher investigativer Journalist in der organisierten Kriminalität, habe ich mich eingeschleust und jetzt bin ich investigativer Journalist der Vergangenheit und decke einfach Ungereimtheiten auf. Dinge, Lügen, Manipulationen, Sachen, die man uns vorenthält und so stelle ich die Geschichte richtig. So ist das, liebe Leute. Und genau das habe ich auch gemacht mit meinem neuen Buch, Deutschland muss vernichtet werden. Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Ich bin als investigativer Journalist hingegangen und habe alle Massaker an uns Deutschen, also die Hungermorde, die Hungertoten, die 1,5 Millionen Hungertoten durch die alliierten Blockaden, die nirgendwo erwähnt werden, es sind ja nur 1,5 Millionen Deutsche, die Massenvergewaltigung, der Bombenterror, Dresden, die Konzentrationslager für Deutschen, die Gulags, die Kriegsgefangenen, die gefoltert und ermordet worden sind und so weiter und so fort. Alles ist in diesem Buch enthalten und 100 Seiten dann auch noch über die Zeit ab 2015 bis heute, also aktueller geht es nicht, nach der Grenzöffnung. Deshalb heißt das Buch ja auch Zersetzung, weil das deutsche Volk wird ja zersetzt durch die Massenmigration. Und das kann ich auch beweisen anhand von Statistiken, Bevölkerungsstatistiken und auch anhand der Kriminalität, die zunimmt, auch anhand von Statistiken der Polizei und des Bundeskriminalamtes, die nicht wegzudiskutieren sind. Nur werden sie halt bei uns ein bisschen Pussy, viele Ausreden. Ich habe ja ein Video dazu gemacht über die Ausreden der Flüchtlingskriminalität und ich zeige halt so, wie es wirklich ist. Mit schockierenden Bildern, Fotos, die wir uns entschlossen haben zu veröffentlichen, weil ein Foto mehr sagt als 1000 Worte. Also wenn ihr dieses Buch, 900 Seiten, erwerben wollt und die wahre Geschichte, den Massenmord an uns Deutschen erfahren wollt, dann besorgt euch dieses Buch. Die Links sind wie immer unten angegeben. Abonniert mich auch bei Telegram, weil dort beantworte ich die Kommentare, die ihr bei YouTube abgebt, beantworte ich dann bei Telegram. Und dort sind auch jeden Tag manchmal Audios und Videos, die ihr so hier bei YouTube nicht
findet. Abonniert auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de. Jede Woche ein neues Thema, nicht immer zum Thema Drittes Reich, sondern auch zu zeitgeschichtlichen Themen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.